Willkommen zu einem neuen Video von der Kokon. Also Schiff ist in der Karibik, es ist Hurricane-Saison und da werde ich nicht auf dem Schiff sein. So, es geht in diesem Video um eine Reise, die wir gemacht haben von Portugal ins Mittelmeer und zwar nach Sardinien und Korsika. Und in diesem Video, in diesem ersten Video geht es darum, wie wir von Portugal gefahren sind durch die Orca Alley oder durch die Orca-Region über Gibraltar, dann durch die Alboransee und über die Alboransee werde ich etwas mehr erzählen, weil da bin ich auch schon relativ häufig durchgefahren. Da kann man nämlich, wenn man weiß, wie es da aussieht und welche Verhältnisse da normalerweise vorherrschen, kann man sehr, sehr viel Meilen und Zeit sparen. Darüber werde ich also einiges erzählen und dann geht es weiter in größeren Sprüngen bis nach Formentera in diesem Video und im nächsten Video geht es ein bisschen weiter. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ihr habt Spaß dran und deswegen geht's jetzt auch los und Film ab. Wir verlassen vermutlich zum letzten Mal den Hafen hier in Portimão. Man sieht, da hinten am Strand gibt es Arbeiten. Dort sind durch die heftigen Stürme im Winter ist ein großes Motorboot an Land aufgelaufen. Den versucht man da jetzt wieder runterzuziehen vom Strand und auszugraben. 4 weitere Schiffe sind insgesamt an Land gewesen. Die hat man alle wieder reingeholt, kleinere Segelschiffe. Aber es war schon heftig diesen Winter und deswegen, wer weiß, wann wir hier wieder herkommen. Neben uns ist die Yacht Antaria von Marc und Steffi. Das sind die Nachbarn, die wir in Portimão hatten und die unser Schiff quasi in diesem schweren Sturm gerettet haben, indem sie neue Leinen verlegt haben. Unsere Leinen waren ja gerissen, aber nicht als einzige, sondern es waren auch Leinen von anderen Schiffen gerissen. Jedenfalls freuen wir uns, dass wir mit ihnen zusammen nach Culatra fahren. Und wir können mal schöne Aufnahmen von ihnen machen, wenn sie unter Segeln mit ihrem Schiff unterwegs sind. Culatra ist ein sehr weitläufiges Gebiet, in dem man wunderbar ankern kann, in dem man sehr geschützt liegt hinter dieser Insel Culatra. Eigentlich ist es eine Flussmündung mit einer großen Lagune dahinter. Es gibt mehrere Ausfahrten zwischen den äußeren Inseln raus auf den Atlantik oder in den Golf von Cadiz und man liegt hier wirklich sehr, sehr geschützt und sehr gut. Morgen gehen wir mal an Land, aber vorher genießen wir noch den wunderbaren Sonnenuntergang. Culatra ist ein tolles Dorf, sehr ursprünglich, kleine Häuser, keine Hotels. Viele vermieten ihre Häuser über den Sommer und wenn man dann durchgeht, kommt man am Ende des kleinen Dorfes an diesen Weg hier, der führt direkt zum Atlantik. Also auf der südlichen Seite der Insel. Dort gibt es diesen weitläufigen Strand, wunderschön. Zu beiden Seiten kann man lange laufen. Und man kann natürlich auch schwimmen gehen, wenn man vorsichtig wegen der Strömung ist. Am Abend treffen wir uns nochmal mit Marc und Steffi zum Abendessen. Es wird ein Abschiedsessen, weil wir fahren weiter und sie bleiben hier. Und das ist so ein bisschen typisch für diese Art des Reisens, dass man sich wieder sieht und wieder verabschieden muss. Am nächsten Morgen holen wir den Anker hoch. Wir fahren raus aus der Lagune Richtung Osten, immer innerhalb der 20-Meter-Linie, so wie es wegen der Orcas empfohlen wird. Seit Jahren haben wir jetzt mal wieder den Spinnaker oben. Und es hat gut funktioniert, außer dass er innen völlig verdreht war.
Aber er bringt jetzt einen Knoten. Ist doch nicht schlecht. Er zieht richtig gut. War ein bisschen viel Arbeit, weil er in sich verdreht war, in dem Schlauch. Aber jetzt zieht er wunderbar. Wenn er einmal hochgezogen ist, ist es gut. Wir sind jetzt hier in Masagon und treffen uns mit unseren Freunden von der Godelief, Martin und Gabi, mit denen wir ab hier zusammen weiter ins Mittelmeer segeln werden. Ich habe hier nochmal die Reise zusammengefasst. Also erstens fahren wir nach Coulatra, dann weiter bis nach Masagon. Da sind wir jetzt gerade und da haben wir auch die Godelief getroffen. Mit denen zusammen geht es weiter nach Rota, wo wir kurz bleiben. Die Stege sind relativ kaputt und dreckig. Wir fahren von da aus direkt durch bis nach Gibraltar. In Barbate muss man aufpassen, weil da sind die ganzen Orcas und in La Linea gehen wir dann schließlich vor Anker. Wir fahren ja die ganze Bucht von Cadiz aus, immer am Ufer entlang quasi oder unterhalb von 20 Meter Wassertiefe, weil das ist die Empfehlung, dass man nicht mit Orcas in Verbindung gerät, beziehungsweise die einen nicht belästigen. Und deswegen fahren wir diesen ganzen Bogen aus. Früher bin ich auch direkt gefahren, als es keine Orca-Angriffe gab. Wir bleiben nicht lange in Rota. Die Stege sind kaputt. Nach den Winterstürmen 2024 völlig verdreckt und so weiter. Wir fahren dann weiter von hier aus direkt nach Gibraltar. Immer schön an der Küste entlang, relativ dicht unter Land. Nach einiger Zeit kommen wir in Barbate an. Dort ist die Situation mit den Orcas besonders heikel. Da gibt es die meisten Angriffe und man muss wirklich dicht an Land bleiben. Hier geht das Fischernetz recht weit in die Bucht rein. Man kommt aber gut dran vorbei, innen lang, am Ufer lang. Das ist hier der Fall. Nicht immer ist es so, dass man da gut vorbeikommt. Hier ist zum Beispiel ein Netz, wo wir außen vorbeifahren müssen. Wir sind dann zum Teil in über 20 Meter Wassertiefe, 23, 24, 25 Meter. Und direkt nach der letzten Boje biegen wir wieder ab, um in geringere Tiefen zu kommen. Leider müssen wir Motoren, weil wir sehr wenig Wind haben. Aber mir ist es ehrlich gesagt so lieber, weil die Straße von Gibraltar kann sehr, sehr unruhig sein, wenn viel Wind herrscht. Dadurch, dass wir wochenlang Ostwind hatten, haben wir immer noch etwas Schwell aus Osten. Das ist ein bisschen unangenehm, aber der Schwell bremst nicht wirklich. Auch hier sind wir wegen der Orcas relativ dicht unter der Küste. In der Bucht von Gibraltar ist wie immer sehr viel Verkehr, da liegen sehr viele Frachter vor Anker. Aber mit einem guten AIS-Sender und Empfänger kommt man da sehr gut durch. Ist kein Problem. Wir sind nun in Gibraltar angekommen, beziehungsweise nicht in Gibraltar, sondern auf der spanischen Seite in La Linea. Direkt hinter dem Flughafen liegt ja Gibraltar als britische Enklave. Da hinten sieht man jetzt ganz gut den Rock von Gibraltar. Der Blick jetzt vom Rock runter, man sieht gut den Flughafen mit seiner Landebahn und dahinter ist der Yachthafen auf der spanischen Seite in La Linea. Wir waren ja vor ein paar Jahren schon mal hier, waren natürlich oben auf dem Affenfelsen. Das ist ganz interessant. Man fährt dann mit dem Fahrer hoch oder eben mit der Seilbahn auch, je nachdem wie man will. Man kann das umfangreiche Tunnelsystem der Briten besichtigen. Das sind 55 Kilometer Tunnel, die hier in den Felsen getrieben wurden. Ganz interessant. Die Tunnel dienten der Versorgung, aber auch natürlich über die Schießscharten, die man hier sieht, zur Verteidigung dieser Halbinsel. Es gibt ein unheimlich interessantes
Höhlensystem, was man besichtigen kann, mit tollen Lichteffekten. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Hier sieht man jetzt den sogenannten Skywalk. Ein komisches Gefühl, dass man auf so einer Glasscheibe läuft. Auf der einen Seite sieht man hier das Mittelmeer und auf der anderen Seite den Atlantik. Das alles wird aber in einem anderen Video ausführlich gezeigt. Nachdem man aus der Straße von Gibraltar raus ist, in die Alboransee rein, das ist hier die Alboransee, hat man es mit typischen Winden zu tun, die in der Alboransee vorherrschen. Entweder es gibt den Westwind, das ist der Poniente, oder aber den Ostwind, das ist der Levante. Und es gibt kaum andere Winde, die man in der Alboransee antrifft. Die Winde sind zum Teil auch sehr stark. Hier haben wir 28 Knoten, 30 Knoten, zum Teil hinter der Straße von Gibraltar oder hinter Gibraltar wird es oftmals stärker. Und wir hatten in etwa so eine Situation, dass wir guten Wind hatten, guten Westwind hatten und sind deshalb direkt von Gibraltar durchgefahren bis zum Cabo de Gata. Da übrigens kann es auch nochmal ziemlich viel Wind geben über den Kapp-Effekt. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt nicht direkt durchfahren will, kürzere Etappen machen über Estepona, Fuengirola, Motril zum Beispiel, Adra oder hier Almeria bis zum Cabo de Gata und dann weiter. Wichtig sind jetzt auch die Strömungen. Das ist eine ganz typische Strömung hier in der Alboransee. Dadurch, dass der Atlantik hier höher ist als das Mittelmeer, das heißt der Meeresspiegel ist ungefähr 1 Meter, ich weiß es nicht so genau, aber ungefähr 1 Meter höher ist als das Mittelmeer, fließt praktisch immer Wasser hier ins Mittelmeer rein. Und deshalb gibt es hier diese starken Strömungen in der Alboransee. In der Mitte geht die Strömung fast immer so, wie sie hier dargestellt ist, von Westen nach Osten, zum Teil sehr stark. Wir haben hier eine Strömung von knapp 2 Knoten. Und typisch sind auch hier diese Verwirbelungen, da oben und hier. Das heißt, wenn man von Westen nach Osten fahren will, lohnt es sich, in der Mitte der Straße zu bleiben und dann hier langsam nach der Hälfte der Alboransee ungefähr abzubiegen nach Norden Richtung Almeria. Dann hat man praktisch die ganze Zeit diese Strömung mit und hier am Ende dann relativ wenig Strömung. Wir fahren also so, wie gesagt, direkt durch bis ins Cabo de Gata, bis in die Ankerbucht, hier direkt hinter der Ecke. Ich zeige jetzt hier in diesem Ausschnitt mal das Cabo de Gata. Das hier ist das Cabo de Gata, wo ich sagte, wir sind in einer sehr guten Ankerbucht gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt hier aus Westen kommen und ums Cabo de Gata rumgehen, dann ist hier eine tolle Ankerbucht. Ich zoome da mal ein bisschen rein. Das ist diese hier. Eine ganz tolle Ankerbucht. Da liegt man sehr, sehr ruhig. Wir sind jetzt in der Ankerbucht hier hinter dem Cabo de Gata. Viele Ankerlieger finden wir hier. Hinter uns eine Oyster und hier links von uns vor dem Sonnenuntergang quasi die Kebulan. Leider steht ein bisschen Schwell in die Bucht. So ein bisschen unklar, wo dieser Schwer herkommt, aber das ist ja im Mittelmeer nicht ungewöhnlich. Nach einer ruhigen Nacht hier in dieser wunderschönen Bucht geht es morgens weiter, der aufgehenden Sonne entgegen. Es ist noch ziemlich kühl hier im April, deswegen dicke Klamotten und Pudelmütze. Wir fahren entlang der Küste mit Maschine, aber später kommt dann auch etwas Wind auf. Am Nachmittag kommt mal richtig schöner Wind auf. Wir fahren unter Schmetterling mit 6,5 bis 7 Knoten, manchmal sogar ein bisschen drüber. Es läuft wirklich wie verrückt im Moment. 7,5 Knoten, manchmal 8 Knoten. Toll. Wir haben gerade eine Anfrage geschickt nach Cartagena für eine Nacht. Auf der Navili steht der Preis 46 €. Und dann habe ich angefragt für 1. Mai auf 2. Mai, also eine Nacht Anfang Mai. Und siehe da, es kostet 70. Das heißt, ab 1. Mai haben die 50% erhöht. Das war der Hammer, oder? Na gut, ist halt so. Wir bleiben eine Nacht. Die Ersatzteile für den Kühlschrank sind auch da. Das ist Elektroniksteuerung für den Tiefkühler. Und
Dann läuft der auch wieder und dann hauen wir ab nach Formentera. Einen Tag später fahren wir weiter. Diesmal wieder ein langes Stück von Cartagena bis nach Formentera. Es wird die Nacht durchgehen. Wir haben tollen Wind, achterlichen Wind. Deswegen bauen wir jetzt aus. Die Gurte lief neben uns, baumt aus und wir dann auch. Und dann geht es langsam später in die Nacht. Wir sind jetzt hier angekommen in Formentera morgens, legen uns auf die Ostseite vor Anker von diesem langen Sandstrand hier. Sehr gut geschützt vor den Wellen, die aus Westen kommen oder vor dem Schwell. Und mit diesen Aufnahmen endet das Video. Im nächsten Video geht es dann weiter über Mallorca, Menorca bis nach Sardinien. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao von der Kokon.